Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Film über den C4 Sechszylinder. Wir haben hier den kleinen Sechszylinder ohne Schaltsaugrohr. Ich möchte euch heute zeigen, wie man diesen Ansaugtrakt aus- und wieder einbaut. Mein Audi macht nämlich seltsame Geräusche. Es könnte sein, dass dies ein gebrochenes Teil im Ansaugtrakt ist. Beim Ansaugtrakt müssen wir an den Luftmengenmesser und damit dann keine Fehlermeldung im Computer steht, muss erstmal die Batterie für eine geraume Zeit ab. Bei Modellen mit Klimaanlage ist die Batterie unterm Rücksitz, da macht er einfach den Minuspol weg, die Abdeckung wieder drüber und gut ist. Das Saugrohr ist unter dieser hübschen Verkleidung, das sind nur so Clips, einmal drücken, 90 Grad drehen, springen sie meist raus. Dann kann die Verkleidung ab. Unter der Verkleidung sind nun die ganzen Zündkabel und die Kabel für die Einspritzungen. Die müssen jetzt alle weg, deshalb beschriften wir sie. Beim V-Motor ist Zylinder 1 hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so beschriften wir die Leitungen. Die Leitungen haben hier unten eine Sicherungsklammer, die braucht ihr nur drücken und dann könnt ihr den Stecker ziehen. Machen wir mal die Seite, könnt ihr da ein bisschen auf die Seite drücken. Hinten ist noch eine Masseleitung, die muss auch weg. Damit wir das Schräubchen nicht verlieren, drehen wir es gerade wieder ein paar Umdrehungen ein. Auch auf der anderen Seite gibt es nochmal 3 Einspritzventile, ist schließlich ein Sechszylinder. Hinten an der Ventilkammer ist noch ein Kabelbinder von den Einspritzventilen, haben wir sie auch weg. Dann kommen die Zündstecker von den Zündspulen, die sind beschriftet, die Zündspulen. Die Kabel habe ich auch mal beschriftet. Da muss die ganze Luftführung weg. Wir beginnen mal mit dem Schlauch. Die Klemmen macht er schön weit auf. Dann einfach abziehen. An der Airbox sind links und rechts Entlüftungsleitungen der Ventilkammern. Die Schläuche müssen natürlich weg. Dann die Klemme zurück und den Schlauch mit der Klemme abziehen. Gleiche Nummer auf der anderen Seite, nur sitzt da der Schlauch unverhältnismäßig tiefer. Die Airbox hat oben 2 6er Schräubchen, also 10er Schlüssel. Ganz rausdrehen. Wenn die Schrauben aus sind, gibt es hier noch 2 Büchsen, die müsst ihr jetzt unbedingt entnehmen, sonst liegen die Büchsen nachher irgendwo im Motorraum und ihr sucht sie eine Weile. Dann wird die Airbox nach hinten abgedrückt. Dann gibt es hier noch ein Schläuchchen, mit dem die Airbox verbunden ist. Und jetzt könnt ihr die Airbox so langsam nach hinten rausarbeiten. Die passt gerade so raus. Das war das Schläuchchen. Hier gibt es auch noch 2 verlierbare Teilchen, so Gummistöpsel. Der eine ist hier stecken geblieben, der andere steckt noch an der Drosselklappe. Die dürft ihr natürlich auch nicht verlieren. Dann muss der Gaszug von der Drosselklappe, hier müsst ihr erstmal zählen, in der wievielten Raste die Klemme steckt. Und ich meine, sie steckt in der 3. von hinten. Jetzt zieht er die Klemme ab. Vorne ist eine weitere Klemme am Gaszug. Hier ist auch noch eine. Hier ein bisschen ziehen, vorne nachdrücken und ihr habt den Gaszug. Dann könnt ihr den Gaszug hier hinten entnehmen. Aufpassen, nicht allzu sehr knicken, die Dinger sind etwas empfindlich. Rechts an der Drosselklappe unten ist noch eine weitere Unterdruckleitung. Auch die muss noch weg. Die Klemme müsst ihr da erstmal richtig groß aufmachen, sonst kriegt ihr die nicht drüber. Als Hitze geht auch die Leitung runter. Da muss das CO-Entnahmerohr am besten gleich mit dem grünen T-Stück komplett raus. Aha. Unter der Drosselklappe ist noch eine große Steckverbindung, auch wieder mit so einer Sicherungsklammer unten dran, wo ihr drauf drücken müsst. Und unten am Regler ist auch noch eine Steckverbindung, die muss auch noch weg. Jetzt haben wir alle elektrischen Verbindungen getrennt. Jetzt müssen wir die Benzinleitung an der Rail trennen. Ich würde das lieber mit 2 offenen Ringschlüsseln machen, aber man kommt nicht bei. Ich hab's. Lappen drunter legen, da tritt jetzt einiges Benzin aus.
Bei den Benzinleitungen müsst ihr immer enorm aufpassen, dass kein Dreck reinkommt. Ich mache die immer so ein bisschen Aluminiumfolie, dann ist man da auf der sicheren Seite. Und die andere natürlich auch. Auf der Seite am Regler komme ich wenigstens an einen dran, den anderen gegenhalten und jetzt dreht der, wo der offene Ringschlüssel drin ist. Ah, geht ja ganz leicht auf. Auf der Seite ist noch ein Halter und die kurze Leitung ist so starr, dass ich die gar nicht richtig wegkriege. Also müsst ihr den Halter noch demontieren. Jetzt haben wir mehr Platz zum Kurven. Auch die Schraube setze ich gleich wieder da ein. Die Zündkerzenstecker stören eigentlich nur. Die Leitung der Servolenkung kann bleiben, allerdings hat sie hier einen blöden Halter und zumindest den müssen wir wegmachen, dass wir da am Kabel vorbeikommen. Also machen wir den Halter mal hier los. Vorne an der Spinne gibt es noch die Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker. Die muss natürlich auch weg. Am besten ihr macht die innere Schelle auf, dann reichlich aufmachen und dann könnt ihr die Leitung hier rausziehen. Die Einsaugspinne selbst ist ein relativ komplexes Teil und relativ groß. Da hat sie eine feste Anzugsreihenfolge für die einzelnen Schrauben. Beim Lösen müssen wir jetzt genau rückwärts vorgehen. Das heißt, wir müssen mit der Schraube 10 rechts vorne beginnen. Dann haben wir einen 6er Imbus, gerade mal ein bisschen anlösen. Dann kommt die 9. Schraube gegenüber. Das ist so Kreuzmuster. 10, 9, 8 ist dann hier hinten die letzte. Und mit der 7. haben wir das erste Kreuz. Die 6. ist die äußere Schraube hier. Also immer noch die äußere Reihe. Kommt schon von alleine. Die 5. liegt genau gegenüber. Auch gerade mal ein bisschen anlösen. Die 4. haben sie ganz gut versteckt. Die sitzt nämlich jetzt plötzlich oben. Können wir die 4. anlösen. Die 3. sitzt ebenfalls oben. Und sie ist los. Und die gleiche Nummer nochmal auf der anderen Seite. So, jetzt sind alle lose. In der zweiten Runde könnt ihr jetzt die Schrauben alle ein paar Nummern lose machen. Dritte. Und die letzte auch so 2, 3 Umdrehungen auf. Jetzt ist das Rohr soweit entspannt, dass ihr die Schrauben jetzt gänzlich rausnehmen könnt. Macht das euch gemütlich, eine Viertelstunde und die Dinger sind alle raus. Den U-Scheiben braucht ihr euch keine Gedanken machen, die sind unverlierbar. Irgendwann geht mir das Blech da oben doch auf den Wecker, also machen wir es mal weg. Wenn die Leiste weg ist, kommen wir natürlich an die Schrauben wesentlich besser dran. Also lieber gleich die Leiste weg. Aha. Und jetzt haben wir die erste Schraube, wo eine andere Länge hat. Das müssen wir uns merken. Die langen kommen von hier oben runter. Das heißt, die 4. und die 3. Schraube sind die extra langen. Kurz kann man ja dazu nicht mehr sagen. Steckt wieder unten drin. Das ist die allerletzte Schraube, die 1er. Die sind übrigens wieder gleich lang wie alle anderen. Jetzt kann das ganze Saugrohr weg. So, hier hört er auf. Unser Problem, das macht nämlich das Geratter. Mit dem ganzen Teil gehen wir erstmal in die mechanische Werkstatt. Das Saugrohr liegt nun auf dem Kopf, das heißt, das ist der untere Teil und wir schauen es uns erstmal auf mechanische Beschädigungen an. Und hier haben wir schon unser Problem. Die losen Teile innen haben sogar das Außengehäuse durchschlagen. Das heißt, wir müssen das Unterteil mal abmontieren und das sollten wir jetzt genauso wie ein Zylinderkopf von außen nach innen langsam über Kreuz lösen. Die Schrauben werden relativ fest sitzen, weil sie mit Klebstoff eingeschraubt wurden. So immer mal so eine über Kreuz lösen. Sind so gefühlte 100 Stück. Immer nur ein bisschen lösen. Wenn eine Schraube nicht will,
können das mal mit ein bisschen warm machen probieren, aber nicht überhitzen, ist ja Kunststoff. Und ihr seht, Wärme kann helfen. Nach der ersten Runde könnt ihr die im Wesentlichen auch schon ausdrehen. Die Schrauben sind alle gleich, aber einige. Und hier haben wir ein Riesenproblem. Die Schraube, wo nicht wollte zwar, aber sie ist abgerissen. Das heißt ausbohren. Irgendwann kommt die letzte. Ging ganz leicht runter und hier haben wir schon unser Problem. Und hier haben wir das eigentliche Problem. Da hat sich schon ein Teil in die Ansaugöffnung gezogen. Wenn wir die Ansaugkanäle untersuchen, sehen wir, dass da noch Teile drin liegen. Auch die müssen wir natürlich entfernen. Ja, das kommt schon in Einzelteilen raus. Und da haben wir noch den Rest, der abgebrochen ist. Die Ansaugbrücke müssen wir gründlich reinigen. Wobei der meiste Schmutz in den Ansaugkanälen selbst sitzt. Nehmen wir ein Tuch und das Tuch stopfen wir mit Draht durch. Ich habe das Teil jetzt soweit geputzt und abgeklebt. Wir müssen uns jetzt um die abgerissenen Schrauben kümmern. Das heißt, insgesamt sind 2 Schrauben abgerissen. Die Schraube steckt hier drin und die zweite hier. Jetzt hat uns der Ingenieur aber noch ein Ei gelegt, weil das sind keine normale Gewinde, das sind M3,5er Gewinde. Ich habe jetzt mal einen Bohrer gesucht, der gerade so in das Loch passt. Damit können wir ein Zentrum finden. Ich habe das Ansaugrohr jetzt auf der Fräse festgespannt und der Stift trifft genau das Zentrum vom Loch. Jetzt können wir anbohren. Ich habe jetzt einen ganz feinen Zentrierbohrer montiert und mit dem machen wir uns erstmal ein Zentrum. Zur Sicherheit gehen wir nochmal mit dem nächstgrößeren Zentrierbohrer nach. Ich habe jetzt einen 2 mm Bohrer und jetzt bohren wir auf die ganze Tiefe. Das sind 9 mm für das Gewinde. Also habe ich mal den Tiefenanschlag so eingestellt. Hier beginnt er zu bohren. Und jetzt bohren wir 9 mm rein. Das Kernloch für ein 3,5er Gewinde sind 2,8 bis 2,9. Ich bin jetzt bei 2,5. Schauen wir mal. So, ich bin jetzt auf 2,8. Da sind wir auch schon in der Tiefe. So, jetzt müsst ihr natürlich Glück haben und wie ich 3,5er Gewindeschneider besitzen. Aha, das sieht schon mal gut aus. Aufpassen, wenn wir unten anstehen, weiter geht's nicht, das ist ein Sackloch. Der Vorschneider hat natürlich einen riesen Anschnitt. Die guten deutschen Sätze, das ist ja noch Vorkriegsware, die haben noch 3 Gewindeschneider für solche Dimensionen. Also der geht schon wie Butter rein, da brauchen wir gar nicht lang rummachen. Zum Schluss kommt der mit den 3 Ringen. Auch den ziehen wir nochmal bis zum Ende. Nur nicht abreißen, sonst beginnt gleich der Spaß. So, und die geschnittenen Gewinde. Perfekt, bis zum Anschlag. Jetzt brauchen wir nur noch Ersatz für die abgebrochenen Spezialschrauben. Wie man solche Schrauben selbst fertigt, zeige ich euch in einem extra Video. Das schaut ihr euch jetzt an. Als ich mit der Reparatur begann, ging ich davon aus, dass wir hier den Reparatursatz von Pierburg verbauen. Ich habe im Internet nachgeschaut, da gab es ein Dutzend Händler, wo der noch verkauft hat. Als ich ihn bestellte, war auch alles okay, nur kam nie einer. Und plötzlich war er bei allen Händlern nicht mehr verfügbar. Das heißt, wir müssen mit dem alten Teil arbeiten
Sprich, wir müssen das erstmal reinigen und dann schauen, wie wir das irgendwie mit Epoxid so verkleben, dass wir es wieder benutzen können. So, wir müssen den ganzen Schmoder, wo da drin ist, erstmal gründlich rausholen. Muss ja vollkommen sauber werden zum Kleben. 2 Stunden später und einem Spülgang in der Waschmaschine sieht das Teil so aus. So, jetzt sieht man auch die ganzen Löcher, die es ins Gehäuse geschlagen hat. Hier ist alles durchgescheuert. Seht ihr, wie sich das hier eingearbeitet hat? Das lose Plastikteil. Und hier haben wir ein Riesenloch. Hier haben wir ein Loch. Und das Schlimmste ist das eine Loch nach außen. Hier. Hier hat sogar das Loch nach außen durchgetrieben. Da zieht er Falschluft. Die Dichtung hier ist sowieso schon endporös. Da müssen wir mit Diego HT nachher verkleben. Dafür ist es besser. Die alte Dichtung kommt aus der Nut. Können wir nämlich eine schöne Wurst reinmachen, aber ihr seht, das ist endbrüchig, das Material. Beim Reparatursatz wäre jetzt sowieso das ganze Innenteil entfallen, also Mülleimer. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass wir dieses Teil soweit wieder dicht bekommen. Dafür nehmen wir Epoxidharz und Glasfasermatten. Ich beginne mal mit dem Loch, wo nach außen undicht ist. Machen wir außen gerade einen Kleber drauf, dass der Klebstoff nicht durchläuft. Jetzt fülle ich die Löcher schön mit Epoxid aus. Muss nicht ganz so hoch stehen wie original, also pass auf, über soll es auch nicht stehen. Hier ist es nicht durch, also brauchen wir nur das Loch ausfüllen. An den größeren Leckstellen verstärke ich das noch mit dem Glasfasergewebe. Ich habe jetzt weitere Stücke abgeklebt. Bisschen Glasfasermatte rein. Jetzt füllen wir Epoxid ein. Nach der Klebeaktion sieht das Teil so aus. Insbesondere die mit Klebeband abgeklebten Flächen sind schön glatt. Wo der Kleber übersteht, muss ich ihn jetzt noch abschneiden. Wenn wieder alle Flächen glatt sind, passt das Teil auch zusammen. Das merkt man dann daran, dass man kein Spiel mehr hat, wenn man versucht hin und her zu wackeln. Vom Prinzip her ist das geklebte Unterteil genauso gut wie der Reparatursatz. Haben wir mal wieder 85 € gespart. Man sieht, Not macht erfinderisch. Wir müssen jetzt die Brücke wieder verkleben. Da wir ja keine Dichtung mehr haben, machen wir das mit Diego HT. Vollflächig hier die ganze Nut entlang. Bei modernen Autos habe ich gesehen, da verkleben sie sogar Wasserpumpen nach der Methode. Bevor wir kleben, reinigen wir die Dichtflächen. Hier traue ich mich mit Nitro oder Aceton nicht dran. Machen wir es halt mit Ethanol. Ist gesünder. Und hier können wir Nitro nehmen. Schön abreiben, dass es schön fettfrei ist, bevor wir kleben. Die Schrauben sollen mit Loctite 640 verklebt werden. Das ist ein Fügekleber. Ich habe jetzt nur Loctite 638 da, das ist aber fast das gleiche. Um das Kleber in die Nut zu bekommen, habe ich mir jetzt hier mal eine Düse gerichtet. Und dann gehen wir einmal außen rum. Immer eine schöne Wurst, so dass die Nut gerade ausgefüllt wird. Den Rest des Klebers könnt ihr nach außen zu noch draufschmieren. Nach außen ist kein Problem, da drückt es den Kleber ja raus. So, wenn das mal vollflächig im Kleber sitzt, ich habe jetzt also die Wurst nach außen noch ein bisschen erweitert, dann müssen wir jetzt aber beim ersten Versuch treffen. Das heißt, ihr peilt die Löcher an. Das sind so 2 Passstifte und dann kommt das Loctite auf die Schrauben. Die setzt ihr schön über Kreuz an. Da habt ihr genug Zeit. Das Loctite bindet erst nach ein paar Stunden. Noch nicht. Irgendwann haben wir dann auch die letzte erreicht. Ist wunderbar aufgegangen. Die äußerste ist die letzte Schraube. Beginnen wir wieder in der Mitte. Jetzt drehe ich alle Schrauben an, bis der Kopf am Kunststoff steht. Und dann bekommen die alle 2 Newtonmeter. Natürlich auch wieder schön über Kreuz. Immer wieder von der Werkstatt zurück in die Garage. Das Ansaugrohr ist soweit fertig. Die Dichtungen
des Saugrohrs gegenüber den Anlasskanälen müssen wir natürlich austauschen. Nach 20 Jahren sind die nicht mehr so besonders gut. Die andere Seite natürlich auch. Da müssen wir natürlich erstmal alles sauber machen. Das kann ein Weilchen dauern. 2 Stunden später sieht die Sache dann so aus, sind die ganzen Dichtungen wieder sauber. Das grobe Öl haben wir auch mal entfernt. Leider haben wir hier ein Problem. Bei den Klopfsensoren fällt die Isolation ab. 2 Möglichkeiten. Entweder wir kaufen neue Klopfsensoren, kosten natürlich einiges, oder wir verkleben sie mit Epoxidharz. Wir nehmen die zweite Möglichkeit. Jetzt klebt er das mal schön zusammen, dass es wieder dicht wird. Beginnen auf jeder Seite bei den Kontakten. Auch hier schön an der Seite sehr flüssige Zeug auftragen. Wir nehmen einfach mehrere Schichten, dann wird schon dicht. So schön von der Seite zumachen. Wenn wir schon mal dabei sind, wechseln wir natürlich die Dichtung und die Ventile im Ölberuhigungsraum. Die Schrauben lösen wir auch wieder über Kreuz. Die letzte ist auch noch auf. Ist halt ein deutsches Auto. Ich habe schon französische gesehen. Die hat einen größeren Deckel mit 2 Schrauben festgemacht. Alle Schrauben müssen raus. Irgendwann haben wir die neuen Schrauben außen. Dann lieber die Schrauben weglegen, bevor sie drin liegen. Und dann kann der Deckel raus. Aufpassen, dass er da kein Dreck reinsammelt. So, das ist der Ölberuhigungsraum. Wir wollen jetzt diese Ventile wechseln. Wenn ihr die Ventile rausmacht, müsst ihr hier erstmal den Kopf frei machen, sonst sitzt der Schlüssel nämlich nicht in der Tiefe drin. Die Ventile haben einen 8er Imbus, saß nicht einmal so fest, wie ich erwartet hatte. Ja, aber halt immer gut geölt. Dann könnt ihr das einfach rausdrehen. Bei dem neuen Ventil macht ihr hier auf den O-Ring schön Öl drauf. Dann kommt es rein. Hab keinen Moment gefunden, übertreibt es nicht. Die Dinger müssen nur da drin sitzen. Muss noch die grüne Dichtung weg und die sitzt natürlich wieder ganz schlimm. Einmal außen rum und wir kriegen das Ding lose. Je mehr wir wegkriegen, desto weniger müssen wir nachher wegkratzen. Und wir haben das Teil im Stück draußen. Die Dichtflächen müssen wir natürlich komplett reinigen. Die Dichtfläche könnt ihr auch mit ein bisschen Schleifpapier überarbeiten. Das ist jetzt ganz feines 400er Kornung. So ist die wunderbar sauber. Dann müsst ihr auf jeden Fall die Löcher kontrollieren, ob da irgendwo Öl drin steht. Die Dichtflächen reibt ihr nun mit ein bisschen Aceton ab. Einfach einmal drüber, dass es schön fettfrei ist. Und natürlich auch die Gegenseite. An der Stelle wird eine Papierdichtung verbaut. Ich klebe solche Papierdichtungen immer ganz gern mit ein bisschen Petek zusätzlich an. Einfach eine dünne Schnur von dem Zeug, nicht zu viel. Dann legt er die Papierdichtung schön in den Klebstoff. Darauf achten, dass die Löcher alle fluchten. So wird es wunderbar. Auf die Gegenseite des Deckels kriegt ein bisschen Petek. Soll ja dicht sein für die nächsten 500.000. Dann kommt der Deckel drauf. Dann setzen wir mal schön der Reihe nach die Schräubchen ein. Hier hinten geht es ziemlich eng zu, aber sie geht gerade so rein, ohne dass ihr die Leitung demontieren müsst. So, ich beginne die Schrauben von der Mitte her über Kreuz nach außen anzuziehen. Dann zweiten Durchgang und einen dritten Durchgang von allen Schrauben. Drehmoment für die Schrauben sind 10 Newtonmeter.
An die kommt man natürlich wieder geschickt bei. 10. 10. 10. Beste mit ihren 10. Die Dichtflächen für den Ansaugrümmer reinigen wir gründlich mit Aceton oder Nitro. Die Gegenseite wird natürlich auch gründlich gereinigt. Die Dichtungen haben hier Passhülsen, damit sie nicht abrutschen können, das ist schon mal praktisch. Zum Glück probiere ich solche Teile immer. Die sind original Audi, aber sie passen hier nicht auf die Passhülsen. Die Passhülsen haben einen guten Millimeter mehr als die löchernen Dichtungen. Die Dichtungen haben eine Metalleinlage, das heißt wir kriegen sie nur mit Pfeilen passend. Jetzt passt die Geschichte doch besser. Ich unterstütze die Flächendichtungen immer ganz gern mit etwas Petek Grün. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Aber nur ganz dünn auftragen, was zu viel ist. Machen wir gleich auf die andere Seite. Erste Dichtung in Position. Gegenseite natürlich die gleiche Nummer. Jetzt kann das Rohr in die Passhülsen. Da liegen wir schon ganz gut. Okay. Gut, jetzt gibt es eine festgeschriebene Reihenfolge, und zwar die zweite Schraube ist die Innen. Da fangen wir jetzt mal an, eine Schraube reinzudrehen. Nur ansetzen. Die dritte ist dann eine von den langen. Auch wieder eine von den langen. 5 sitzt dann hier, sind wir schon beim äußeren Kranz, in der Mitte. Gerade so weit drehen, dass der Kopf knapp ansteht. Das nochmal der Reihe rum. Alle gerade so mit der Hand andrehen, das war die 4. Dann kommt die 5. Im ersten von 4 Durchgängen werden die Schrauben jetzt mit 5 Newtonmeter festgezogen. Also wieder die erste, dann kommt die 2, dann kommt die 3, dann kommt die 4, 5, 6 muss die gegenüberliegende sein. 7 ist schon die vordere. 8 ist die hintere hier. 9 ist die gegenüberliegende. Und 10 war die 5 Newtonmeter. Die nächste Runde 10 Newtonmeter. Und 10 Newtonmeter für die 10. Das war der zweite Durchgang. Der dritte erfolgt nun mit 20 Newtonmeter. Da wechseln wir den Drehmomentschlüssel. Dritter Durchgang jetzt mit 20 Newtonmeter. Und 10 im dritten Durchgang mit 20. Und dann gibt es tatsächlich nochmal einen vierten Durchgang mit 20. Und man sieht auch, so eine Achtelumdrehung ist die Schraube tatsächlich noch gekommen. Das ist der Sinn der Sache. Das senkt sich nochmal ein bisschen. Deswegen der vierte Durchgang. Die zweite und die allerletzte Schraube 10 vom vierten Durchgang. Dann können wir das T-Stück hier unten wieder verstecken. Da hatte ich die Schläuche schon mal ausgetauscht. Es sind also schon neue Leitungen dran. Der Gaszug wird hier eingefädelt. So hier rein und drin ist er. Es kommen noch die ganzen Sicherheitsclips drauf. Der kleine Clip kommt hier drauf und der große sichert hier nochmal den Zug. So, das möchte ich mal beim japanischen Auto genauso kompliziert sehen. So, und dann kommt der Zug noch in die dritte Raste. Wenn wir schon mal so gut beikommen, können wir den Zug auch gleich wieder neu fetten. Die Leitung von der Servopumpe hatte hier noch eine Halter, den dürfen wir auch nicht vergessen.
und gerade gefühlvoll mit 10 Newtonmeter anziehen. So, dann kommt das CO-Entnahmerohr wieder drauf. Nachher kommen wir nur bescheiden bei. Das liegt, die Masseleitung können wir auch gleich unterschrauben. Da hatten wir das Schräubchen ja schon dran gelassen. Die Kontakte sehen noch gut aus, wenn nicht würde ich sie jetzt schmirgeln. Dürft ihr auf keinen Fall den Stecker unten an der Drosselklappe vergessen. Da kommt man nämlich später nur noch sehr suboptimal dran. Okay, dann geht es mit dieser Steckverbindung hier weiter. Einfach aufdrücken. Einraschen tun die Dinger immer ein, easy. Dann haben wir hier noch eine Steckverbindung am Saugrohr selbst. Und einfacherweise sollten wir auch noch diesen Vakuumschlauch hier verarzten. Der geht hier auf die Drosselklappe. Dann kommt er auch drauf. Klemme nicht vergessen. Dann die Klemme anziehen. Alles mit Gefühl, die Schläuche sind auch nicht mehr die jüngsten. Dann könnt ihr die Leisten hier, die haben einen doppelten Zweck, die halten einmal die Rail und nachher dienen sie auch als Halterung für den Clip. Da gibt es nur eine Position, die Rundung muss hier am Saugrohr vorbeipassen. Die Schrauben sind Kreuzschlitz, Philips 3. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. So, die könnt ihr schon ein bisschen kräftiger anziehen, sind nämlich 6er Gewinde drunter. Die Druckleitung vom Bremskraftverstärker muss hier vorne, unten wieder aufs Saugrohr. Müsst ihr schauen, dass ihr die Klemme so irgendwo in die Landschaft bekommt. Die Klemme da unten ziehen wir natürlich wieder in der alten Position gefühlvoll an. Nicht übertreiben, ist noch eine Unterdruckleitung. Die Benzinleitung können wir jetzt auch wieder auspacken und mal vorsichtig verbinden. Wie bei der Demontage kommt man nur mit 2 Gabelschlüsseln dran, aber jetzt ist nicht so schlimm. Drehen tut der Teil an der flexiblen Leitung. Kurzen Knick, wenn er ansteht, ist gut. Wenn es dicht ist, wissen wir es ja. Die gleiche Nummer auf der anderen Seite. Erstmal schön auspacken, was wir da verpackt haben. Dann kommt die Leitung hier so drauf und da dran. Die Leitung hat auch nur einen Halter, den dürfen wir auch nicht vergessen. Leitung anziehen, das genügt schon, und dann den Halter. Wenn ich schon hier in der Nähe bin, kann ich gleich die Einspritzventile stecken. Das war der von Zylinder 3. Einfach drauf. Ihr könnt unten ein bisschen an der Klammer, aber ihr braucht es auch nur drücken, geht auch. Gleiche Nummer auf der anderen Seite. Unten ein bisschen die Klammer halten. Das Gegenteil hier am Saugrohr ist ein großer Gummi. Da machen wir ein bisschen Vaseline drauf, dass das anständig flutscht. Bei der Airbox müsst ihr schauen, dass die 2 Gummistöpsel da drin sind. Die Hülsen oben kommen später und dann müsst ihr unten diese Leitung stecken. Hier ist sie meist fester wie hier. Die passt gerade so rein. Und hier müsst ihr die Hülsen so treffen. Und dann rutscht das Teil von alleine nach vorne drauf. In der richtigen Position seid ihr, wenn die Stahlhülsen und die Schrauben hier durchpassen. Dann nur leidlich anziehen, das sind ja nur Gummistöpsel. Gut, die Stahlhülse begrenzt den ganzen Spaß. So, das ist schön gut. Und jetzt dürft ihr diese Schläuchchen hier nicht vergessen. Hier hinten ist noch ein schöner Kabelbinder, der die Leitung ein bisschen sichert gegen Vibrationen, damit sie nicht brechen. Den gleichen Kabelbinder gibt es natürlich auf der anderen Seite auch. Ist ja schließlich ein 6-Zylinder. Nur kommt man da bescheiden dabei. Deswegen werden die meisten den wohl auch nicht montieren. Jetzt kommen die Entlüftungen des Ventiltriebs wieder drauf. Das ist nur so eine Rückführung, dass die Dämpfe, wo dort entstehen, wieder verbrannt werden. Die Klemmen zieht er möglichst auf der alten Position an. Den gleichen Schlauch gibt es auch nochmal auf der anderen Seite, nur ist dort er besonders gut zugänglich. Und auch hier die Klemme wieder anziehen. Dann kommt auch der große Luftschlauch wieder rein. Der hat nur eine Orientierung. Seht ihr an der alten Markierung, die hier muss hier oben sein. Dann kann man nicht verwechseln. Okay. Der Pfeil muss hier oben sein, dann ist er richtig. Schlauch zieht er wieder leidlich fest. Möglichst die alten Positionen treffen. Mal schön draufhalten.
Ich habe jetzt mal die beschrifteten Zündkabel wieder hier auf die Spulen. Die Spulen waren ja auch gegenbeschriftet. Alle in richtiger Reihenfolge. Immer aufdrücken, bis es Klick macht. Dann werden die Kerzenstecker, wenn er mit der Hand beikommt, drückt er sie mit der Hand auf, ist besser. Klick. So muss es Klick machen. Ein paar kommt dann nur mit der Zange bei. Dann könnt ihr sie hier gleich eindrücken. Hier läuft die Führung so. Und Klick hat er gemacht. Die Seite ist fertig. Und die Batterie kommt wieder dran. So, ich gehe jetzt mal rein und mache nur die Zündung an, weil wir hatten ja die ganze Benzinleitung leer laufen lassen, wo wir sie getrennt haben, die Rail. Und mit der Zündung schaltet die Benzinpumpe bei dem Auto schon an und baut Druck auf. Das müsste man schön hören, dass die Benzinpumpe eine Weile läuft. Summt und jetzt hat sie schon Druck. Wenn wir jetzt schon Druck drauf haben, könnt ihr kurz schauen, ob sie dicht sind. Wenn sie undicht sind, spritzen sie bis da hinten. Schauen wir mal, ob das Geklepperer weg ist. Nachdem der Motor warm gelaufen ist und die Hydros wieder Öl haben, klingt die Sache jetzt so. Na, wie haben wir das wieder hingekriegt? Jetzt können wir auch die letzte Verkleidung wieder drauf machen. Das sind ja nur diese Klickverschlüsse, also kurz drücken, gucken bis sie einrasten und ihr habt sie drin. Gut, auch diese Reparatur ist wieder beendet, unser C4 ist wieder gerettet. Also tschüss, bis zum nächsten Video.